bin Keiko Akita und ich bin leidenschaftliche Furoshiki-Benutzerin und ich möchte heute gerne euch zeigen, was Furoshiki ist und wie man das Furoshiki benutzen kann. Furoshiki ist schon seit 70 Jahrhundert in Japan existiert und wir benutzen dann aus verschiedenen praktischen Anwendungen. Alles durch Knoten. Das heißt zum Beispiel die Waren transportieren, die Waren aufbewahren oder Geschenk verpacken, sowas. Oder auch Flaschen transportieren. Oder durch Tasche. Wir können größere Taschen beim Einkaufen machen oder auch Dekorationszweck. Und heute möchte ich ganz gerne euch Grundknotentechnik, was sehr wichtigste ist, und auch verschiedene Anwendungen. Zuerst dann möchte ich ganz gerne so einen Tagesablauf mit dem großen Furoshiki, wie man das von morgens bis abends so benutzen könnte. Ja, zuerst machen wir dann Knotentechnik. Ich nehme von zwei verschiedenen Farben, damit dass ihr euch hier besser verstehen kann. Also egal welche Seite das ihr da aufhaben, kreuzt ihr und eine Seite einmal unten drehen und wieder hochkommen wie Hasenohren. So. Und dann die von nahezu euren Seite diese einer gelben Knoten, nämlich dann einen Kreis, und die hinteres nämlich dann oben durch den vorne in diesen Kreis rein. Dann haben wir schon einen. Sieht das so aus. Und diese Knoten ist sehr fest, wie Finger geklemmt, also gegen sie zieht. Das wird immer fester. Und da könntet ihr dann sicher beim Transportieren, Tasche könntet ihr gut sehr sicher transportieren. Ja? Und wenn aber diese Knoten aufmachen möchte, dann könntet ihr nämlich dann eine grüne Henkel und diese Spitze nehmt ihr dann auf der anderen Seite ziehen. Da habt ihr so wie ein Ring. Ihr könnt dann wie Ringfinger einmal gerade machen und dann diese Knoten sollte ein Ring sein und dann könntet ihr diese gelbe Knoten ziehen. Dann habt ihr dann schon Knoten gelöst und dann könntet ihr dann mit Furoshiki neue Aufgabe geben. So, jetzt möchte ich gerne euch zeigen, wie ist mein Tagesablauf mit Furoshiki. Ich nehme diese große Furoshiki morgens. Es ist noch frisch und man möchte ja ein bisschen sich wärmen. So einen Moment benutze ich dann Furoshiki, diese ideales Schal. Könntet ihr ganz schön warm halten und sieht auch ganz schick aus. Und Mittag nach der Arbeit mache ich mir Gedanken, was soll ich heute kochen. Und dann ist es doch oft sehr, sehr spontan, was fehlt und dann doch was ganz schnell kaufen müssen. Und so einen Moment habe ich nicht immer passende Tasche oder Rucksack dabei. Dann nehme ich dann diese Furoshiki und zwar Außenseite nach innen Dreieck falten. Und diese beiden Boden, der könnte dann einfach knoten
hier. So, dann achtet ihr dann richtig fest geknotet wird und diese gleiche Länge bleibt. Und macht ihr dann diese Außenseite offen und diese Knoten nach innen. So habt ihr dann einmal schütteln und große Einkaufstasche. Dann könntet ihr oben als Henkel Kreuzknoten machen. So. Dann habt ihr ganz große Kapazität von fast ein Einkaufskorb voll. Dann könntet ihr dann das Ganze sicher und ganz schick transportieren. Auch wenn ihr dann schließbare machen möchtet, dann macht ihr dann eine Knoten auf und dann nehmt ihr dann einmal tiefer Knoten, einfach, und anschließend oben nochmal Kreuzknoten. So, macht ihr dann hier auf. Dann könntet ihr dann auch die Sachen alles tragen, einpacken und wieder schließen. Mache ich dann vom Schüler. Dann habt ihr dann eine schöne Handtasche sogar. Auch ihr könnt es so aufmachen und schließen. Das ist auch sehr praktisch und ihr könnt dann als Ausgehen nach der Arbeit benutzen. Wer für Fahrradfahrer oder mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zur Schule geht, ist es ja Hände so festgebunden und kannst du nicht einfach auch Schulter tragen. Das ist auch nicht so ganz praktisch. Solchen Leuten ist das, wir können so einen Rucksack machen. Diesmal nehmen wir auf diagonal hier und der und knoten wir dann einmal hier tiefer. Anschließend diese nehmen wir dann nochmal Knoten, also Doppelknoten, diese Kreuzknoten. Und zum Schluss die noch offenen Pärchen. Der und der könntet ihr direkt Kreuzknoten. Dann haben wir zwei Henkel und ich nenne diese erste Henkel und diese zweite. Erste haben wir dann einmal einfach geknotet, das heißt ihr könnt schließen und aufmachen. Hier die Länge einstellen. Und wenn ihr dann diese mit was transportieren möchtet, packt ihr dann hier rein und schließt ihr dann hierzu. Und dann längliche Seite nehmt ihr dann die Schulter. Dann habt ihr eine schöne Rucksack und dann könntet ihr dann ohne Problem Fahrrad weiterfahren oder Jogging oder was auch immer gerade beide Hände frei haben möchte. Dann ist es so sehr praktisch. So, der Tag ist ja noch nicht längst vorbei. So ein schönes Wetter. Ihr möchtet gerne ausgehen. Und aber Abend ist doch etwas frischer Bild und man zieht ihr dann so eine Kleid oder schulterfreie Klamotten und wenn ihr dann etwas sich wärmen möchtet, dann könntet ihr dann die beiden einfach die immer gemachtes Kreuzknoten und auf der anderen Seite genauso.
Dann könntet ihr, also sieht man das so aus. Was könnt ihr daraus machen? Wir können Arm durchweiten und schöner Bolero. Somit könntet ihr dann auch schön sich schützen. Und es ist für kleine Furoshiki, aber gerade auch die Sonne so stark ist Mittag, dann ihr könnt auch euren Kopf schützen, und zwar jede Ecke einfach Knoten, einfach Knoten, einfach Knoten, einfach Knoten und diese Knoten reinpacken, und das ist dann Free Size für jeden Kopf anpassbar, und dann sitzt dann auf dem Kopf. Dann wird das auch schön vor Sonne geschützt. So mit Furoshiki, ihr könnt wunderbar immer anwenden, auch wiederverwendbares Geschenkverpackung, bis auf Dekorationsmöglichkeiten und auch natürlich Mode, entweder auf Mütze oder Schal oder Handschuhe oder Bolero oder auch Schürze könntet ihr auch machen, auf Bikini. Ich hoffe, dass ihr auch diesen Furoshiki gut findet, und vielleicht, wenn ihr noch weitere Fragen oder weitere Interesse habt, bitte unten meine Webseite anschauen und gegebenenfalls mich kontaktieren. Ich freue mich auf eure Interesse und vielen Dank, dass ihr dann bis zum Ende geschaut habt. Ich würde in der Zukunft weiterhin noch genauere Furoshiki-Anleitungen hochladen, auf kleinere Furoshiki bis mittlere und auf größere Furoshiki noch, was noch Anwendungshinweise gibt und so weiter. Und ich hoffe, dass ihr dann nochmal durchschauen könnt. Vielen Dank!